Hallo ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, dass ich für dieses kleine 8 mal 8 Zentimeter große Quadrat ungefähr 4 Stunden gebraucht habe? Das ist wirklich wahr. Und das liegt nicht daran, dass ich so langsam geklippt oder so langsam gestickt habe, das hat andere Gründe. Aber seht selbst. Das fängt also ganz harmlos an. Ich wollte für die Aktion Hashtag Euphemias Wundertüte für den guten Zweck von der lieben Claudia vom Kanal Euphemias Art so einen kleinen Patch herstellen, ne? So 8 mal 8 Zentimeter. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich ja wunderbar eine von diesen Blumen hier nehmen. Die waren mal an irgendeinem Shirt bei mir unten als Bordüre dran, ne? Und die konnte ich irgendwie bisher nie so verwenden und habe mir da so einen zurechtgeschnitten. Der ist auch 7,5 Zentimeter groß, passt von der Größe perfekt und so kleinere habe ich auch noch. Dann dachte ich, schön. Und dann habe ich hier so eine, ja, so eine Spitze, ne? So ein Spitzendeckchen. Da habe ich mir auch eine abgeschnitten und dachte so, dann könnte ich die hier ja schon übereinander legen. Das hier vielleicht noch drauf und lege da unten drunter ein bisschen Stoff und dann kommt da noch ein Knopf drauf und dann sticke ich ein bisschen. Ja, ich habe gedacht, das ist ein schnelles Projekt, ne, weil das ja klein und schnuckelig ist. Und dann dachte ich, es kommt ja auch gar nicht drauf an. Ne, es muss ja zu nichts passen. Also ich habe ja jetzt kein Journal, wo das irgendwie ins Farbkonzept oder so passen muss. Ja, so ging das also los. Dann habe ich geguckt, auf der Jeans sieht man das nicht, ne? Also nicht der richtige Untergrund. Dann habe ich hier, also das ist so ein Tuch von mir früher. Also früher habe ich das mal getragen. Und da habe ich das hier an alle Stellen irgendwie rangelegt, ne? Hier entweder so oder hier so gemischt mit zwei Mustern. Und nirgendwo hat mir das gefallen. Also der Kontrast war nicht da. Dann habe ich hier eine alte Hose von mir mit so einem tollen floralen Muster. Da habe ich das hier raufgelegt. Sieht nach nichts aus, geht auch nicht. Dann habe ich hier so einen hellen, also Stoff genommen. Das ist mir auch sehr fahl. Das würde vielleicht zur Not gehen, wenn ich mit bunten Bändern irgendwie ein bisschen absteppe, aber so jetzt erstmal nicht. Dann dachte ich, ich brauche ein bisschen mehr Farbe. Avocado gefärbt. Nein, noch ein bisschen dollere Farbe. Dann habe ich hier ein bisschen altes Leder. Das würde gegebenenfalls gehen. Oder hier habe ich noch so ein Teil von so einer Tischdecke. Das geht ein bisschen mehr ins Orange. Und da habe ich gedacht, gut, ist die Komplementärfarbe vom Blau. So könnte das ja funktionieren. Also die Wahl fiel dann erstmal auf diesen Stoff. Dann habe ich mir hier ein ganzes Teil Knöpfe rausgesucht, ne, in so beige und in blau und so und dachte, da suche ich mir jetzt was Schönes aus. Ich lege das hier mal mehr an den Rand. Also so eine Ecke wird das ja dann, ne? Und dann probiere ich die verschiedenen Knöpfe aus. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein mit den verschiedenen Möglichkeiten. Keine davon hat mir gefallen. Dann dachte ich, okay, nimmst du das Blau weg und nimmst vielleicht das Ganze so mit einer Schicht weniger. Vielleicht sieht das ja besser aus. Dann hatte ich folgende Möglichkeiten. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und was war? Auch das hat mir absolut nicht gefallen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, mein Problem ist dieses Blau. Also ich mag Blau, ne, deswegen nicht, aber in diesem Projekt irgendwie, also nicht umsonst liegt diese Bordüre schon, ich glaube, 3 Jahre hier rum. Und ich habe die noch nie irgendwie verwendet, weil die zu nichts passt, wirklich. Also es ist eine ganz seltsame Farbe, muss das irgendwie sein. Also das Blau weg, dann arbeite ich mit dieser Farbe weiter. Ne? Dann nehme ich einfach nur dieses Altweiße. Ich hatte zwischendurch auch überlegt, hier mit dem Blau färbe ich das vielleicht ein bisschen ein. Ich könnte das ja rot einfärben, dann habe ich ein bisschen mehr Kontrast und Farbe, aber irgendwie, ich arbeite damit weiter. So, dann ging der ganze Kram nochmal los, ne? Was nehme ich als Untergrund? Als ich in meiner Stoffkiste nach neuen Stoffen gesucht habe, also nach alten Stoffen, ne, aber neu für dieses Projekt, bin ich über diese beiden Rollen gestolpert. Und zwar habe ich mal auf so einen Streifen Tischdecke das ist auch schon Jahre her, die liegen rum. Ich weiß gar nicht, warum ich so einen Kram immer mache, wenn ich das dann wieder irgendwo in eine Ecke lege. Da habe ich lauter einzelne und Spitzenreste hier raufgeklebt und bin dann jetzt mit dieser Blume hier überall so lang gegangen.
ne, jedes einzelne Stück und habe mir immer so einen Ausschnitt vorgestellt. Ich wollte mir ernsthaft schon eine Schablone basteln, ne, wo ich immer nur diesen einen Ausschnitt sehe. Und bin hier so lang gegangen und habe dann geguckt, wo gefällt mir das denn? Und habe dann festgestellt, dass mir diese Stelle gefällt. So, also das hier möchte ich haben. So, so ist das gut. Das andere packe ich gerade mal alles weg. Beim Nachmessen, das ist ja nicht ganz gerade, ne? Legen wir mal hier hin. Habe ich dann gesehen, 8 cm, dass hier also auf jeden Fall noch eine Ecke fehlt. Dann habe ich mir aus meiner Stoffrestekiste, also aus den Stoffstücken, hier so ein Stück rausgesucht. So, ich nehme lieber hier das Ende. Und klebe das hier einfach noch drauf. So, ich gehe hier unten hin, wo der dicke Stoff doppelt ist und nicht hier oben, wo das dünn ist, weil da könnte es mir eventuell durchsuppen. Und ich werde sowieso noch ein bisschen drauf sticken, ne? Also das hält dann auf jeden Fall fest. So, sind das jetzt 8? Ja, ungefähr. So kann ich damit leben. Okay. Wo habe ich denn jetzt meine Blume? Glaubt ihr, dass jetzt ernsthaft diese Blume weg ist? Wahrscheinlich sieht man im Video, wo sie hingeflutscht ist. Es ist echt unglaublich. Ich schneide mir eine neue zurecht. Okay. So, jetzt fällt mir auf, dass ich hiervon ja auch noch ein Stück raufkleben kann. Vielleicht hier hin oder doch lieber hier hin. Nein, hier hin. Das geht ja im Verhältnis schnell. So. Okay. Das soll dahin. Jetzt überlege ich habe noch hier so ein Stück. Ob ich mir da so ein Stück zurechtschneide und das unter den Knopf noch mitlege. Das ist auch mal von so einer Strickjacke von mir. Auf dem Rücken hatte die so ein bisschen so eine offene Stelle mit so einem Blümchen. So, das könnte ich hier hinlegen. Das sieht ja schon mal schön aus, oder? Und jetzt kommt der Scherz wieder. Hier habe ich also einige Knöpfe. Und da könnt ihr mal kurz verfolgen, was für mühsame Gedankengänge man hat, während man das so hinlegt. Geht zu groß, trägt auch zu doll auf. Nein, auch zu groß. Nehmen wir mal das hier. Ganz andere Farbe. Ich könnte ja auch mal so machen. Trotzdem falsche Farbe. Das finde ich süß. Zu farblos. Die finde ich toll, aber nicht hierfür. Das würde fast gehen, wenn ich in der Farbe auch noch ein bisschen Garn nehme. Dann habe ich den Knopf. Der ist mir hier zu beigebraun. Nein. Passt vom Stil gar nicht. Ja. Dann habe ich hier, müsst ihr mal gucken. Das ist ein
ganz ehrlich verrosteter Knopf. Also der lag nicht irgendwie in Rostwasser oder so, der ist wirklich so, so habe ich den in einer Knopfkiste gefunden. Den finde ich toll, aber nicht für dieses Projekt. Nein. Nein. Zu langweilig. Das finde ich ganz süß. Zu fahl, zu fade. So, also habe ich jetzt diese noch zur Auswahl, 5. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, nehme ich jetzt die Blume drunter? Das ist sehr hübsch. Ich probiere es erstmal mit Blume. Nein. Im Gegensatz zu dem, nein. Der ist schön. Nein. So, jetzt mal ohne Blume. Ohne Blume gefällt mir der besser. Wie wäre das? So und dann dieses doch etwas kräftigere Rot. Ist ja kräftiger als dieses Lachsrot. Dann nochmal, ja, oder doch lieber die. Das ist auch schön, ne? Ich könnte ja auch mal, wenn ich die wegnehme, vielleicht passt sowas ja doch auch. Ich gucke mal, ob ich in der Farbe noch Garn habe. So, ich habe hier diese 3 Farben rausgesucht. Ich finde, die passen so einigermaßen dazu. Ich könnte ja auch noch ein bisschen von dem Grün hier nehmen. Das passt doch perfekt. Wunderbar. Das nehme ich auf jeden Fall noch dazu. Ich fange jetzt als erstes an, den Knopf festzunähen mit mit dem Blümchen da drunter. Und dann nehme ich, hätte ich gar nicht machen müssen, ich habe hier so ein Leinengarn, mit dem ich auch immer Signaturen einnähe. Das ist eigentlich total übertrieben, aber ich habe es jetzt schon aufgefädelt. So, da gehe ich jetzt hier in der Mitte durch, von unten. So, dann hier durch. Und hier wieder unten durch. So. Und das hier nochmal zurück. Also der Knopf muss nichts halten. Also wie gesagt, das Garn hier ist ein bisschen übertrieben. Da ist ja kein Zug dran oder irgendwie Gewalt, ne? Der ist ja nur Deko. So, und wieder zurück. Einmal hier nach unten. So, schön festziehen. Und das reicht mir auch schon. Also mehr mache ich da gar nicht. So, und hier unten, wie gesagt, schön festziehen. Hier mal hin. Durch die Schlaufe. Hier noch mal ein bisschen. Nochmal durch die Schlaufe. Okay. Und noch einmal und abschneiden. So. So, das haben wir schon mal. Dann habe ich mir auf eine andere Nadel was von diesem grünen Band aufgefädelt und habe hier unten auch schon Knoten gemacht, also 2, um genau zu sein. Das ist ja jetzt schon fixiert, das ist ja schön. Und da gehe ich jetzt einfach hier so unten rum und fixiere die einzelnen Punkte nochmal. So, und hier wieder zurück.
Und dann hier rüber. Hier wieder zurück. So. So gehe ich gleich die ganze Runde rum. Ne, dann habe ich dieses Grün hier auf jeden Fall schon mal überall. Und die Ränder sind auf jeden Fall hier unten fest fixiert, ne, sodass da nichts mehr abfallen kann. Dann nehme ich mir von diesem hier einen so einen Strang, wedel das hier ein. Und gehe einfach immer nur hoch und runter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der auf Deutsch heißt. Also auf Englisch heißt er Running Stitch. Also so runter, hoch, runter, wieder hoch. Das ist so ziemlich der einfachste Stich, mit dem man irgendwas befestigen kann, ne? Man geht einfach immer runter und hoch. Na, komm her. Runter und wieder hoch. Also mit diesem Stich gehe ich hier jetzt einmal im Kreis rum. Mit dem Grün gehe ich hier einfach in der Mitte der Punkte, ne, einmal rund zum Befestigen. Und dann nehme ich hiervon noch einen. Und da gehe ich hier in die Mitte von dem Punkt. So. Und mache einen französischen Knoten. So, ich habe hier jetzt von unten durchgestochen, ne, und bin hier jetzt einmal mit der Nadel. Halte mir das hier so ein bisschen nach links, also ich bin ja Rechtshänderin, und umwickel die Nadel mit dem Garn. Ich mache das jetzt 4-mal. Also je mehr man umwickelt, umso dicker ist dann am Schluss der Knoten, den man macht. So, und gehe hier quasi ziemlich da in der Nähe wieder zurück. Halte das hier aber stramm. So, und ziehe die Nadel hier wieder zurück. Gucke, dass mir nichts anderes da reinflutscht. Oh Gott. Und ziehe die Nadel dann wieder zurück. So. Und dann habe ich hier so ein Knötchen drauf. Hier. So sieht das Ganze dann aus. Ich bin hier am Rand auch noch mit Grün rumgegangen, damit sich das Grün auch noch mal wiederholt. Jetzt sollen wir das Ganze noch ein bisschen auf Pappe montieren. Das ist einfach hier von der Seite mit Kaffee gefärbt, einfach so ein bisschen Verpackungsmaterial. Da werde ich den Rand noch ein bisschen mit Distress Oxide Vintage Photo distressen. Einfach damit es noch ein bisschen interessanter ist. Und dann wird das hier so raufgeklebt. So sieht das übrigens von unten aus. So, ich mache es so rum. Ich brauche nicht aufzupassen, dass ich so den Kleber ganz, ganz dünn mache, weil das hier so dicke Schichten sind. Da wird also nichts durchsuppen, ne? Manchmal, wenn man den Kleber sonst zu dick hat, dann kann das passieren, dass der durch den Stoff durchkommt. Aber das wird hier jetzt nicht passieren. Okay. Das klebt. Und dann sollen wir noch ein, so ein, eigentlich aus dem Buch, ich habe es jetzt aus einer Zeitschrift, so ein Wort oder Spruch oder sowas mit dazu tun. Und ich habe hier so ein, wie gesagt, aus der Zeitschrift hier so ein Zauberhaft ausgeschnitten. Das werde ich auch auf einen Streifen von diesem kaffeegefärbten Verpackungspapier hier aufkleben. So.
Da gehe ich auch noch mal ein bisschen mit rum. Und klebe das hier drauf. Ja, das wäre also mein erstes. Und weil ich nicht nur ein einziges dahin schicken möchte, also ich habe bei Facebook und Instagram und so gesehen, dass da manche Leute also etliche hinschicken, dann komme ich mir mit einem ein bisschen blöd vor. Das heißt, ich mache mir 5. Ich habe mir hier auch schon noch 4 weitere Unterkonstruktionen ausgeschnitten und noch 4 Worte und 4 von diesen Blümchen. Und da werde ich diesmal zur Vermeidung des Ganzen, dass ich hier wieder jetzt Ewigkeiten mich nicht entscheiden kann, ich werde jetzt einfach nehmen, was kommt. Und zwar habe ich hier ja diese Dinger noch. Hier habe ich ja eins in der Mitte rausgeschnitten, das heißt, ich habe ein angefangenes. Ich werde jetzt hier einfach so ein Ding als Muster nehmen. Ich nehme das hier und das lege ich hier jetzt drunter und schneide mir die einfach zu. Ohne großen Heckmeck. So, das heißt, das ist so. So. Da muss hier ein bisschen ab. Und dann fehlt mir hier ein Stück. Dann nehme ich einfach das, was ich abgeschnitten habe. Das kommt dahin. So. Nummer 1. Das drauf. Und dann, hier fehlt noch eine Ecke. So. Das ist Nummer 1 und dann nehmen wir jetzt einfach irgendeinen Knopf. Ich greife jetzt hier mal blind hin. Ups. Der wird's. Das wird noch bestickt. Ich schneide mir hier aus dem hier nochmal 4 zu. Kleinen Moment. So, ich habe mir noch 3 zugeschnitten. Dieses habe ich ja eben schon fertig gelegt. Dann kommt hier jeweils noch eins drauf. Irgendein Knopf, ganz egal. Nehmen wir auch ruhig mal verschiedene. Die 3 kommen jetzt, wobei nein. Jetzt geht das schon wieder los? Nee, doch nicht. So, die kommen da drauf. Dann diese Worte. Romantisch, schönes Herzstück. Und dann nehme ich wieder dieses Garn, das ich ja eben schon hatte, ne, das also in dem gleichen Farbspektrum sich befindet. Und dann werde ich diese hier auch noch besticken, die 4. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So sehen die 4 jetzt aus. Und ich finde ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass hier so ein bisschen mehr Rot drin ist, was aber auch diesem Stoff hier zu verdanken ist, finde ich, sehen die also auch nicht hässlicher aus oder so als das hier. Ich habe hier noch mit der Hand gestickt und bei dem hier auch. Und diese beiden hier, die habe ich ausschließlich nur noch mit Maschine gemacht, mit der Nähmaschine rumgenäht. Das liegt einfach daran, weil hier, das sind zum Beispiel alles so Lederstücke und mir tun die Finger total weh. Ich konnte das also überhaupt gar nicht mehr, ich konnte die Nadel gar nicht mehr durch den Stoff bekommen. Deswegen bin ich dann auf Maschine umgestiegen. Und hier habe ich auch noch einmal rum und hier auch noch einmal rumgenäht in grün. Was war jetzt eigentlich das Problem?
dass ich für diese 4 wesentlich weniger Zeit gebraucht habe als für dieses eine. Das liegt also einmal daran, dass ich zu viel Material habe, ne, sodass man sich nicht entscheiden kann. Und wenn ich jetzt nicht die Vorgabe gehabt hätte, Knöpfe zu nehmen, wäre ich wahrscheinlich auch noch mit anderen Sachen gekommen. Auseinandergenommenem Schmuck, Filigrees, Perlen, ne? So, von daher ist es gut, wenn man sich limitiert. Also ich wusste ja wenigstens schon mal, ein Knopf muss es sein. Dann das zweite Problem ist, also zumindest in meinem Fall, eine gewisse Form von Perfektionismus. Das heißt, ich wollte da, obwohl es ja wirklich da überhaupt gar nicht drauf ankommt, was man hier draufklebt, ne, wichtig ist nur 10 mal, also 8 mal 8 Zentimeter, man muss es draufkleben können auf die Tüte. Mehr Vorgabe war ja eigentlich gar nicht so. Und nichtsdestotrotz wollte ich da scheinbar für mich das ganz, ganz, ganz perfekte Teil hinschicken und verzettel mich da in den Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten, die nehmen dann so viel Zeit und Aufwand in Anspruch, wie das also dem Bonus, den diese Kleinigkeiten für das Teil tun, überhaupt nicht mehr gerecht ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Wenn ihr auch mitmachen möchtet bei dieser Aktion und auch ein oder mehrere von diesen Quadraten erstellen möchtet, ich verlinke euch das Video von der Claudia unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das mal angucken und wenn ihr mögt, könnt ihr euch da ja mit dran beteiligen. Die Claudia würde sich ganz bestimmt freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.